Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, liebe Abenteurer, ich wollte eigentlich, wie ich schon gesagt habe, ein Eisenbahnvideo machen. Jetzt hat sich Rita wieder vorgedrängt und ich muss euch sagen, ja, ich gebe es zu, es hat sich gelohnt. Oh, Wir ja. haben heute mal etwas verdunkelt. Also ihr seht momentan nicht viel von der Stadt, nur ein bisschen links und ein bisschen rechts. Ein kleiner Schwenk, aber das Augenmerk liegt heute auf, nicht auf Rita, sondern auf dem Disney Castle, welches ihr schon des Öfteren gesehen habt, und einem neuen Upgrade dazu. Oh, und ja. zwar haben wir es jetzt beleuchtet, oder besser gesagt, Rita hat es beleuchtet. Ja, habe ich alles selbst gemacht. Also ich habe natürlich so ein Lichtset gekauft, aber ich habe es selbst installiert. Bin sehr stolz auf mich. Christoph hat öfters seine Hilfe angeboten, aber ich habe es dann doch irgendwie geschafft. Ganz, ganz, ganz fertig ist es noch nicht. Ihr seht noch ein paar Kabel hier und da, aber ich musste es einfach euch zeigen. Es sieht auf jeden Fall, ich gehe mal ein, zwei Schritte zurück, hoffentlich falle ich jetzt nicht über irgendwelche Lego-Sets drüber. Die Kamera fängt es leider nicht ganz so schön ein, aber es ist ein Traum. Also wir wollen schon mal, schalt mal das Windrad ein, dann haben wir dort auch diese kleinen, oh, die sind auf der verkehrten Seite, das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ja, das glaube ich auch nicht. Jetzt finde ich den Schalter nicht. Du weißt ja gar nicht, wie man das einschaltet. Na, egal. Auf jeden Fall, das filmen wir mal von der anderen Seite. Dort unten wäre der Schalter. Ist nicht so tragisch. Auf jeden Fall ein schönes Disney Castle. Wir drehen jetzt gleich das Licht wieder auf und ich würde sagen, wir filmen dann das Disney Castle mal in seiner vollen Pracht. Moment mal. Jetzt will das Licht nicht mehr an. Ah, jetzt. Okay, das ist hell. Übrigens habe ich mich heute auch mal in Schale geworfen. Oh ja. Das möchte ich nur kurz zeigen. Ich bin heute auch im Eine. Stil von verschiedenen Disney-Prinzessinnen. Und Rita ist natürlich auch, wie könnte es anders sein, Mit der ganzen Bande mit unterwegs. Goofy und Goofy ist gar nicht drauf, sehe ich gerade. Mit Donald und Mickey und Pluto und Genau. Minnie ist das, genau. Ja. Ja. Goofy ist nicht drauf, er ist Nein. nicht dabei. Aber er fährt, glaube ich, er ist der Schaffner im Disney-Zug, wenn ich mich, oder der Ticketkontrolleur, irgendwo ist er. Der soll lieber arbeiten. Hier seht ihr jetzt natürlich nicht ganz so gut, was hier alles beleuchtet ist, aber ich werde die Kamera mal an Rita weitergeben und sie wird euch erstens mal dann nochmal im Detail zeigen, was sie alles beleuchtet hat, wie das so funktioniert Genau. und euch natürlich auch von der anderen Seite, von der Hinterseite des Schlosses einen kleinen Einblick geben. Verzeihung, eine tolle Cinematic Scene. Wahnsinnig toll, genau. Also ich mache einen kleinen Schwenk hier um das Disney Castle. Christoph hat sich gerade vertschüsst unter den Tisch. Gut, also das war eben von Light Go ein Set, das ich gekauft habe, ein Beleuchtungsset, speziell für das Disney Castle. Und was musste man tun? Man hat verschiedene kurze Einheiten an so Bricks, die beleuchtet sind, also Steinen, die beleuchtet sind. Ich glaube, man könnte hier vielleicht einen ganz gut sehen. Hier drinnen seht ihr zum Beispiel einen, genau. Der wird dann einfach hineingesetzt. Wie gesagt, der ist schon beleuchtet. Ich probiere mal was aus. Wir dimmen das Licht. Oh. Wir dimmen das Licht ein bisschen. Vielleicht ist es dann besser zu sehen. Genau, ideal. Ja, perfekt. Und also genau, das sind eben solche Bricks, wo Licht verbaut ist. Und bei den meisten Bricks, die hier quasi verbaut werden, sind es einfach nur zusätzliche Steine, die hineingesetzt werden und quasi keine anderen Steine, die weggenommen werden müssen. Ihr seht das auch zum Beispiel hier. Denn das erleichtert den Aufbau doch ungemein. Das stimmt. Man muss zwar trotzdem alles ein bisschen zerlegen, aber das ist trotzdem super. Die einzigen zwei Steine, die ich weggeben musste, sind hier vorne so ein runder
2x2er-Stein in weiß, je 2-mal. Und hier bei diesen Lampen habe ich auch dieses gelbe Röhrchen habe ich auch weggeben müssen. Aber ja, ich musste nichts kaputt machen und von dem her passt es recht gut. Falls ihr euch fragt, wie ich das ein- und ausschalte, das habe ich hier gemacht. Ich habe hier nochmal unseren Berg quasi aufgemacht und den Schalter hier hineingesetzt. Jetzt kann man das hier eben ein- und ausschalten. Ihr seht auch, die Kabel verlaufen hier herein, die kommen alle hier zusammen. Was jetzt noch nicht ganz so schön aussieht, aber gut. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Ich habe schon überlegt, ob ich es einfach nur ankleben sollte mit irgendeinem Dixo, weil es schwierig ist, das zu verbauen, ohne dass ich irgendwie Steine anbohre oder sonstiges. Da gibt es ja auch Kollegen, die das machen. Aber speziell beim Disney Castle möchte ich nichts anbohren. Das wäre schon sehr traurig. Ich schalte noch mal kurz das Licht ganz aus, dann könnt ihr nämlich von dieser Seite auch die Zimmer sehen, die alle beleuchtet sind. Genau. Okay, es ist wirklich sehr dunkel. Ist das jetzt besser oder schlechter? Schlechter. Schalten wir wieder ein. Bitte so halb. Perfekt. Also der Christoph ist der Lichtmanager schlechthin heute. Genau, also ihr seht wirklich, von oben bis unten ist alles beleuchtet. Hier im obersten Turm, wo Mickey steht oder eigentlich normalerweise nicht steht, aber egal. Hier beim Spieglein an der Wand, wo die Jasmin davor steht, auf jeden Fall in unserem Castle, auch das ist beleuchtet. Bei der Kralle ist es beleuchtet, wo hinten quasi das Feuerwerk weggeschossen wird. Ihr habt es vorher im Intro gesehen, das habe ich jetzt noch quasi ich machen müssen. Irgendwann habe ich vor, dass auch aus Lego ein Feuerwerk hier bei uns hängt. Mal schauen, wie lange das noch dauert, wie lange ich da noch brauche. Dann haben wir hier das Zimmer von Dornröschen, wenn ich mich nicht täusche, mit dem Schwein von Vajana. Hier der Buzz Lightyear mit den ganzen Putzutensilien. Wie gesagt, ihr seht wirklich, alle Zimmer sind hier echt gut beleuchtet. Hier auch bei der Minnie Maus, Schöne und das Biestzimmer. Und natürlich auch ganz unten. Es sieht fast aus, wie wenn der Kronleuchter quasi leuchten würde. Das stimmt natürlich nicht. Es sind auch hier oben einfach 2 verschiedene Lichtinstallationen, die eben den beleuchten. Aber ich finde, es sieht einfach sehr nett aus und man sieht auch die Inneneinrichtung einfach um einiges besser, als man es vorher gesehen hat, weil man ja sonst doch sehr viel Schatten hat. Was wir hier noch haben, erstens sind auch diese kleinen Türmchen beleuchtet, was speziell natürlich von vorne sehr viel hermacht. Und hier drinnen ist auch noch sehr viel beleuchtet, einfach um die Außenfassade des Schlosses, also die obere Außenfassade vom Schloss zu beleuchten. Und hier ganz vorne, ich muss mal kurz die Kamera hier schwenken. Genau, natürlich hier vorne auf dem Balkon, beziehungsweise hier oben, ist auch nochmal Licht verbaut. Und das Einzige, das dann noch fehlt, sind diese 2 Strahler hier auf der Seite, die sind extra, die nochmal quasi von außen das Schloss beleuchten. Ich finde das ganz gut, weil dann sieht man auch quasi unseren Berg nicht so schlecht. Da steht einer hier und einer hier. Finde ich eine ganz nette Sache. Was auch noch anders ist, das ist das letzte, bevor der Christoph wieder zum Reden beginnt. Wieso? Aber er hat schon Luft geholt. Ihr seht das zwar wahrscheinlich jetzt nicht so gut, vielleicht auch ein bisschen. Die LEDs wechseln immer das Licht. Das heißt, es ist immer zwischen einem grün, blau, rot-Ton, wo das Licht wechselt. Genau. Was heißt hier, der hat schon Luft geholt? Darf ich etwa nicht mal mehr atmen oder was?
Schalten wir wieder ein bisschen heller. Oh, falscher Knopf. Ich habe mir gedacht, du willst was sagen. Ui. Ui. Na, Ja. also ja, mich würde nur interessieren, also dass das Schloss wirklich formidabel aussieht, das brauchen wir, glaube Ja. ich, nicht erwähnen. Nein. Was mich noch interessieren würde, liebe Frau Disney-Beleuchtungsexpertin, ist, was ist denn der Preis dieses Beleuchtungssets? Das Disney-Schloss ist ja jetzt nicht gerade billig und wenn man dann noch mal so viel für die Beleuchtung investieren muss, dann ist es schon etwas teuer, finde ich. Also ich habe ja 3 Beleuchtungssets bestellt. Ich habe das fürs Disney-Schloss bestellt. Dann habe ich für ein Fiat das Beleuchtungsset. Fiat 500, ja. Genau, Fiat 500. Ach, und dieser Weihnachtsbaum, den wir euch auch noch nicht gezeigt Genau, haben. ein Weihnachtsbaum. Das war quasi mein Versuchskaninchen, das recht gut funktioniert hat. Da habe ich nur ein Licht kaputt gemacht. Das gehört wieder gelötet. Aber gut, besser als beim Disney-Schloss. Und für alle 3 Sachen gemeinsam habe ich 100 irgendwas gezahlt. Also ich glaube 130. Also wir haben schon mal gehört, dass die LEDs und auch die Verkabelungen an sich und auch, glaube ich, die Stecker ziemlich günstig zu haben sind, wenn man sich da auskennt. Das Problem ist, wir haben 2 linke Hände. Ihr wisst das wieder, was das bedeutet. Ja. Wir können handwerklich jetzt nicht so gute Sachen Nein. anstellen. Deswegen haben wir uns jetzt mal, weil wir da mit der Materie auch noch nicht ganz so vertraut sind, fertige Sets gekauft. Wir haben ja vor, mal mehr von der Stadt zu beleuchten und da werden wir dann vielleicht auch Ja. zu Do-it-yourself-Lösungen greifen. Und ich habe mir gedacht, bei den wichtigsten Sets, die beleuchtet gehören, da muss man auf Nummer sicher Na gehen. gut, von mir aus, ja. Ich möchte jetzt zum Abschluss, Ja. 2 Sachen habe ich sogar noch, die ich euch zeigen muss. Was denn? Rita ist jetzt endlich fertig mit ihrer Präsentation. Zuerst mal, das war gar nicht das erste Set, das Disney Castle, was in unserer Stadt beleuchtet war, sondern es ist dieser formidable Vestas Windturm. Jetzt Und muss ich wo euch ist schon der noch jetzt? zeigen, wo der Schalter ist. Der ist hier hinten. Ach, dann war ich eh richtig. Und wenn aber, man hier zieht, den muss dann man rausziehen. erzeugt dieses Windrad so viel Strom, dass hier unten bei den Kollegen, die hier wohnen, das Licht angeht. Also ist das nicht toll und die leuchten auch eigentlich ziemlich hell. Das ist auch so eine ähnliche Beleuchtungstechnik wie hier hinten. Vielleicht nicht ganz so aufwendig, weil hier ja sogar ein Farbwechsel stattfindet. Eben. Aber hier ist auch ein Licht verbaut. Also unsere Stadt wird immer besser beleuchtet. Ja, Also und ist da eigentlich irgendeine Batterie drinnen? nein, das Ja, Windrad erzeugt so viel Strom, dass das da unten leuchtet. Jedenfalls erkläre ich mir das so. Für was soll es denn sonst ein Windrad sein? Ja, aber wie schaffst du es, dass sich das von vornherein bewegt? Na, mit dem Wind, der hier bläst. Okay, sorry. Das habe ich Egal. natürlich nicht gewusst. Wir entlassen euch heute mit einer kleinen Rätselfrage. Und zwar hatten wir vor kurzem Besuch und dieser Besuch ist auf eine glorreiche Idee gekommen. Wir haben ja hier bei unserem kleinen Bauernhof, Ja. wo es Hühner gibt und Kürbisse und Kühe und so weiter, auch so ein kleines Maisfeld. Soll ich zeigen, was drinnen ist? In diesem Maisfeld ist eine kleine Schatztruhe und bitte nimm sie mal heraus. Und unsere Frage an euch, vielleicht wird das jetzt ein Running Gag und eine immer wiederkehrende Geschichte, dass wir jedem Videoende etwas Kleines für euch parat haben. Da ist auf jeden Fall mitten im Feld eine Schatztruhe und in dieser Schatztruhe befinden sich folgende Utensilien. Genau. Falls jemand von euch weiß, welches Videospiel das sein könnte, es ist ein eher moderneres Videospiel, nicht ganz neu, aber neuer, Naja. dann schreibt es uns in die Kommentare, was das sein Da kann. bin eine ich schon Schatztruhe gespannt. mit verschiedenen Dingen, die so aussehen, grau und gold und blau und weiß-rot, mitten in einem Feld. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Tschüss.